Das hier, das ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 3 2026. Und das hier ist meine 30. PC Games, die ich jemals gekauft habe. Die Ausgabe 3 1996. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Bei Covermotiven mit Star Trek weiß ich ja nie, soll ich salutieren oder nicht. Wobei meine Liebe zu Star Trek kam erst später. Aber hier dick auf dem Cover Captain Sisko und die Deep Space Nine Raumstation. Natürlich auch ein Bericht über Star Trek Deep Space Nine, ein neues Spiel, aber auch Details zum Simon the Sorcerer 3 Projekt. Da waren wir alle ganz heiß drauf, aber es war gar nicht so wahnsinnig viel in dem Heft, aber da kommen wir gleich dazu. Und natürlich wieder eine Cover-CD mit einer Menge Demos. Warcraft 2, zweimal Interplay-Sachen, also Descent 2, Conquest of the New World, Bullfrog, Dungeon Keeper und Syndicate Wars, wahnsinnig. Und dann Sierra Earth Siege 2, Torrance Passage, Space Bugs und Professor Tim kenne ich nicht, egal. Jedenfalls eine Menge tolles Material drauf. Und jetzt schauen wir mal rein. Und wenn man diese Hefte durchblättert, stößt man ja immer wieder auf Dinge, die einfach so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, an die man sich kaum noch erinnert. Und hier schaut mal diese Werbung wieder für Karstadt. Soundsysteme sage ich schon, Lautsprecherboxen, Stereo-Lautsprecher, Aktivboxen. Ja, jeder von uns hatte sowas, oder? Also ich hatte auf jeden Fall Stereo-Aktivboxen neben meinem Rechner stehen, natürlich. Und hier unten diese Zigarettenwerbung, auch das natürlich ein Relikt von längst vergangenen Zeiten. 30 Jahre ist es her. Ach, war nicht alles perfekt, aber schön war's. Und da ist er, der Vorschaubericht von Adventure Soft, den Machern von Simon the Sorcerer 1 und Simon the Sorcerer 2. Und natürlich wollten alle wissen, wird es einen dritten Teil geben? Und hier ist jetzt der Bericht über die Adventure-Macher von Adventure Soft. Wie gesagt, man sieht hier unten auch Simon Woodruff, den Schöpfer, der da unten in seinem Zimmer sitzt. Schaut euch dieses Foto an, wieder. Es ist einfach, als hätte er dieses Ding wirklich in seinem Jugendzimmer programmiert. Und im Grunde war es ja ganz oft so, ne? Also Programmieren, Spieleentwicklung war damals, glaube ich, ganz oft einfach raus aus dem eigenen Zimmer kommend. Und das fand ich unfassbar spannend und ich finde es auch toll. Also dieser Erfinder, dieser Entdeckergeist, das ist das, was, glaube ich, heute einfach nicht mehr so ist. Weil klar, es ist eine Riesenindustrie geworden. Damals war alles noch so ein bisschen spannend manchmal. Aber hier eben Vorschau, aber nicht auf Simon the Sorcerer 3, sondern auf Greetings from Planet Earth. Was ist das denn? Man kann es an den Grafiken und Screenshots ahnen und auch an dem, was geschrieben wird. Es hieß später anders, das Spiel. Es kam später raus als Floyd. Es gibt noch Helden, wenn ich es richtig weiß. Es hat mich persönlich nicht mehr interessiert, das Adventure selber. Aber klar, wir gucken natürlich in den Testbericht rein, wenn er dann kommt. Also für mich Simon the Sorcerer 1 und vor allem der zweite Teil geniale Adventures. Floyd hat mich einfach nicht mehr so gepackt vom Setting her. Und Simon the Sorcerer 3 war ja dann wirklich dieser furchtbare Sprung nach 3D. Oh Gott, da mag ich überhaupt nicht dran denken. Das war furchtbar schlecht. Egal, hier der Blick auf das Studio von Adventure Soft. Das war toll. Ein weiterer Vorschaubericht, schaut mal hier bei Cocktail Vision, sind sie zu Gast, die Macher von, was haben sie gemacht? Inka, Woodruff and the Snibble of Azimuth, dann Goblins, The Last Dynasty, ja, also alles Spiele, an die man sich erinnert, die man nicht alle gespielt hat, aber über die man auf jeden Fall was gelesen hat. Gerade The Last Dynasty, ich weiß noch, das war diese Full-Motion-Videosequenzen, ja, legendär. Und hier sind weitere Full-Motion-Videosequenz-Aufnahmen, die sie für das nächste Spiel machen. Für Urban Runner habe ich selber dann auch nicht gespielt und ich muss auch gestehen, für mich waren die Multimedia-Videosequenz-Zeiten dann irgendwann auch vorbei und außerdem gab es ja auch schon so viel zu spielen. Gerade 96, 97 waren so wahnsinnig spielereiche Jahre. Man konnte eben nicht mehr alles spielen, sich nicht alles angucken, aber gerade Vorberichte habe ich immer total gern gelesen und verschlungen und mich dann auch so innerlich so ein bisschen auf die Spiele gefreut, auch wenn ich sie selber nicht gespielt habe. Da ist sie, die Preview auf Star Trek Deep Space Nine Harbinger. Und auch das leider ein Spiel, was ich nie in der Hand hatte. Bei Star Trek hatte ich das Problem, dass zu der Zeit ich noch nicht auf dem Star Trek-Trip war. Ich habe einfach die Serien
das Universum erst später entdeckt. Erst mit Next Generation und dann mit Deep Space Nine. Ich mochte Deep Space Nine tatsächlich sehr. Ist meine, würde ich sagen, zweitliebste Serie aus dem Universum. Aber das kam erst später. Da waren die Spiele alle schon durch und ich habe sie einfach dann nicht nochmal hervorgeholt. Wäre vielleicht mal ein Thema, um es nachzuholen? Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, warum auch nicht? Star Trek, Deep Space Nine. Es sieht auf jeden Fall toll aus. Also die Raumstation, wer sie kennt aus der Serie, der erkennt natürlich sofort die Locations. Und hier haben sie natürlich auch Bilder aus der Serie noch mit eingebaut. Es sind keine Screens aus dem Spiel, sondern das sind natürlich Bilder aus der Serie Deep Space Nine. Ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Vielleicht hat es jemand von euch gespielt. Dann schreibt mir doch kurz was in die Kommentare, wie ihr es empfunden habt, wie Star Trek Deep Space Nine Harbinger war, ob es sich lohnt, das nochmal in die Hand zu nehmen oder dann vielleicht doch eher nicht. Dann nimmt man die Zeit einfach dafür und schaut sich die Serie nochmal an. Alien, auch so ein Thema. Damals, 96, noch nicht so bei mir angekommen, weil ich die Filme hatte ich die da schon gesehen? Ich bin nicht ganz sicher, weil strenger Haushalt, ne, und solche Sachen, die VHS-Kassetten waren natürlich streng gehütet vom Bruder oder dem Nachbar. Jedenfalls, ja, weiß ich nicht, Alien, keine Ahnung. Das Spiel sagt mir auf jeden Fall nix, hatte ich nie in der Hand und hat auch keiner meiner Kumpels gespielt. Aber grundsätzlich mag ich das Alien-Universum sehr. Das heißt, das muss ich mir auf jeden Fall noch mal anschauen, ob sich das vielleicht lohnt, das noch mal in die Hand zu nehmen. Hier Alien Trilogy, ja, keine Ahnung, sagt mir einfach gar nichts, aber gucke ich mal, lese ich mal nach. Schauen wir mal. Es gibt PC Games Ausgaben, da kenne ich extrem viele Spiele persönlich und es gibt PC Games Ausgaben, da kenne ich relativ wenige Spiele persönlich und das hier ist so eine, da kenne ich relativ wenige Spiele persönlich. Sogar das Spiel des Monats ist mir kaum bekannt, obwohl es eigentlich total mein Beuteschema gewesen wäre. Hier Cybermage Dark-like Awakening von Origin Systems und boah, ein Shooter mit einem ganz interessanten Setting und ich habe ihn nicht gespielt, das gibt's ja gar nicht. Und ich kann auch vermuten, warum das so war. Als das hier rauskam, war mein Rechner für dieses Spiel einfach überhaupt nicht potent genug. Und wenn es dann eben kein Pentium war und man auch nicht die entsprechende RAM-Menge hatte, dann machte es auch nicht wirklich Sinn und auch nicht viel Spaß. Und ja, für mich war tatsächlich Origin immer so ein Systemhaus, ein Softwarehaus, wo ich dachte, boah, wenn die was Neues rausbringen, habe ich mit Sicherheit nicht die Hardware, um das zu spielen. Ist total an mir durch, aber schaut auch mal hier unten die Hardware-Anforderungen. Äh, gut required mit einem 486 DX66, aber hier Pentium 133 mit 16 MB RAM ist empfohlen, damit es gut läuft. Das war natürlich für mich absolut undenkbar zu der Zeit. Wir gucken gleich mal noch eine Anzeige an, was denn so Hardware damals gekostet hat. Das war echt heftig. Also wir müssen uns heute nicht beklagen, auch wenn wir gerade diese Speicherkrise durchmachen. So insgesamt war Hardware damals auch schon wahnsinnig teuer. Also wer einen PC haben wollte, der spieletechnisch fit war, ja, der musste einfach tief in die Tasche greifen. Und wer Cybermage spielen wollte, der musste besonders tief in die Tasche greifen. Aber das muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Cybermage. Hat es einer von euch gespielt? Würde mich echt interessieren. Hier eine Anzeige für Hardware und man sieht, Hardware war damals schon teuer wie heute. Also ihr könnt die Preise inflationsbereinigt fast 1:1 umrechnen, D-Mark, Euro, also da ist nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Also man kann es wirklich gut vergleichen. Hier ein Mainboard für 409 D-Mark. Hier schaut mal da. Advanced Micro Devices. AMD, da steht es noch ausgeschrieben drauf, auf der CPU oben. Was ist es? AMD DX4 120. Oh, ich glaube, den hatte ich sogar, oder? Irgendwas in der Art? Nee, weiß ich nicht. Muss ich mal nachgucken. Ich glaube, das war sogar einer meiner Rechenknechte, die dann nach dem 486 DX33 kamen. Da müsst ihr jetzt echt nachlesen, aber das kriegen wir raus. Ja, jedenfalls hier, guckt euch das an. Grafikkarten, RAM und was auch RAM hier kostet. Schaut mal da. 16 MB EDORAM. Die Preise, boah, ich vergrößere es euch mal, das ist der Wahnsinn. Also RAM war damals schon teuer, ist er jetzt wieder. Also zwischendurch war es echt mal bezahlbar. Also irgendwie, naja, Geschichte ist Wiederholung. Hardware war teuer, Hardware ist teuer und Hardware wird immer teuer bleiben. Viel habe ich aus dem Heft nicht gespielt, aber das hier, Earthworm Jim, das habe ich gerne und auch viel gespielt, weil ich eigentlich Jump'n'Runs zu der Zeit ganz gut
ganz gut leiden konnte. Und das war auf jeden Fall eines der besseren. Das steht auch hier im Testbericht Earthworm Jim. Ziemlich spaßig, ziemlich gut gemacht. So ein bisschen ähnlich wie Pitfall vom Kaliber her, aber ja, es war auf jeden Fall sehr spielbar. Was ich sagen musste, was mich ein bisschen wundert, als ich das gesehen habe hier, die Hardwareanforderungen waren relativ hoch, also für 'n Jump'n'Run. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Kann aber auch sein, habe ich erst später gespielt, als meine Hardware etwas potenter war. Hier auf jeden Fall kam es raus, Earthworm Jim mit einem ganz guten Testbericht und für Jump'n'Run-Fans auf jeden Fall einen Blick wert. Da ist er, der Testbericht zu Rise 2 Resurrection. Rise of the Robots habe ich in keiner guter Erinnerung, weil es einfach eine Riesenenttäuschung war. Rise 2 habe ich mir dann nur noch ganz kurz angeschaut, weil tatsächlich es war grafisch schon ganz cool. Also, sie hatten noch mal einen draufgesattelt. Es war alles irgendwie stimmiger. Da auch der Umfang war größer, aber das Kampfgefühl war einfach immer noch nicht das, was ich in dieser Zeit von einem Beat'em Up erwartet habe. Da gab's einfach viel, viel, viel bessere Spiele, mit denen man Spaß haben konnte. Grade mit Freunden zusammen war das ja immer wieder mal 'ne Gaudi, irgendwo sich gegenseitig auf die Rübe zu hauen, natürlich nur virtuell natürlich nur. Aber Rise 2 war's eben nicht. Das war nicht das, was ich sehen wollte, war auch nicht das, was irgendeiner meiner Kumpels sehen wollte. Vielleicht hat's einer von euch gespielt. Schon wieder eine Konsolenportierung. Ja, was ist denn gerade los? Diesmal geht's um Mega Man X. Mega Man sicher jedem ein Begriff. Ich habe das gespielt auf dem Game Boy, also auf dem ganz alten ersten Game Boy, der große Knochen mit dem Crystal Display. Ja, Mega Man für mich damals eine sehr leidvolle Erfahrung. Hier war jetzt der Testbericht auf dem PC und das war jetzt überhaupt nichts, was mich interessiert hätte. Wie gesagt, auf dem PC waren für mich andere Spiele wichtig. Ich finde, da gab's so richtig coole Spieleprojekte, da hat's einfach diese Konsolenspiele für mich nicht gebraucht. Beziehungsweise wenn, dann habe ich sie bei 'nem Kumpel auf 'ner Konsole gespielt, da wo sie einfach hingehörten, und auf dem PC gab's eben anderes zu spielen. Und schon wieder eine Konsolenportierung, oder? Ist ja Wahnsinn. Echo the Dolphin, ebenfalls auf den PC, und ich gebe es jetzt zu, das habe ich wirklich gespielt. Echo the Dolphin, das fand ich irgendwie witzig. Das war anders. Das war wirklich anders. Deshalb konnte man sich's mal anschauen, und ich erinnere mich deshalb so gut an dieses Spiel, weil's, und ich habe es in 'nem anderen Video schon gesagt, weil's von der PC Player in den Multimedia-Leserbriefen einmal benutzt wurde als Frage in einer Quizshow, nämlich Boris Schneider hat die Frage gestellt: „Wie viele Flipperspiele gibt es auf dem PC?“ Und die Antwort war, es gibt nur ein Flipperspiel auf dem PC, nämlich Echo the Dolphin. Haha. Ja, so war das damals. Bis vor Kurzem wäre ich an diesem Testbericht tatsächlich einfach vorbeigeschrammt, weil Comix Zone hat mich damals weder interessiert, noch hatte ich's bis dato in der Hand. Aber wer es vielleicht gesehen hat, ich hatte ja vor Kurzem ein Collaboration-Video mit dem Pixelheld-Kanal, und wir zwei sind ja so alte Retro-Fans, und der Andreas, der Pixelheld, hat mich darauf hingewiesen: „Hier, guck mal da, Comix Zone.“ Das hat er mir witzigerweise angetragen. Er hat gesagt, das ist echt ein sehr ungewöhnliches, aber herausstechendes Spiel, das man sich noch mal anschauen könnte. Also insofern, ja, vielleicht muss ich mal gucken, wo es das noch gibt, wo man das noch spielen kann. Comix Zone, vielleicht ja wieder was ihr gespielt habt. Ich hatte es bis heute noch nicht in der Hand. Noch nicht. Mal gucken. Und natürlich schauen wir auch wieder in die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rossi Rossiert. Ihr kennt das, ich lasse mir das nicht nehmen. Wer es nicht möchte, darf gerne weiterklicken. Jedes Video hat bei mir immer Kapitel, das heißt, ihr könnt einfach springen dahin, wo es euch interessiert. Wir gucken uns wieder einen Leserbrief an, diesmal den Leserbrief Komplott aus der Wow-Kiste. Hi Rainer, im Brief Grundsätzliches Ausgabe 196 siehst du tatsächlich etwas falsch. Es stimmt nicht, dass sich die Super-Hardware deshalb so gut verkauft, weil es die Leute so wollen. Ich denke eher, all das ist ein abgekartetes Spiel der Firmen. Es werden einfach nur noch Programme entwickelt, die auf den neuesten Computern und sonst nirgendwo laufen. Was bleibt dem Spieler und User anderes übrig, als sich den neuesten Deepstream zu kaufen? Auch mir ist klar, dass ich etwas stark mit dem Hammer der Vereinfachung zugeschlagen habe. Auch deine Ansicht macht sicher einen Teilaspekt der Sache aus.
Hat dir eigentlich schon mal wer gesagt, dass du Autor werden solltest? Denn anstatt den Lesern Marmelade um den Mund zu schmieren, bleibst du realistisch und dein Schreibstil, in Klammer Rest gekürzt, ist ja peinlich, so viel Lobhudelei wirkt entweder unglaubwürdig oder treibt den Empfänger in den Größenwahn. Anmerkung von Rainer Rossiert. Das nur am Rande. Möge Bill Gates mit dir sein. Mit besten Grüßen, Stefan. Ja, sensationell. Und wie immer, ne, Rainer antwortet so, wie man ihn anschreibt. Ich kann mir mit dem besten Willen nicht vorstellen, dass man eine derartige Macht über den Verbraucher haben kann. Wenn mir der finanzielle Aufwand für ein Produkt zu hoch ist, kann ich doch auch Nein Danke sagen und mit einer Träne im Auge verzichten. Für das gesparte Geld kann ich mir eine tolle Party in London machen, etliche Filme im Kino, einschließlich Popcorn sehen, mir eine Konsole und einen Videorekorder kaufen und. Wenn ich das Produkt trotz der Kosten kaufe, ist es mir eben den Aufwand wert. Dann sollte ich aber auch nicht über die Kosten wimmern. Wer immer die neuesten Spiele haben muss, muss eben auch immer die neueste Hardware haben. Und wer behauptet, da ältere Spiele, wie die zum Teil noch auf 386ern laufen, würden weniger Spaß machen, sind bei weitem nicht so spektakulär in puncto Grafik und Sound, was aber nichts mit dem Spaß, den sie bereiten, zu tun hat. Was wollte ich eigentlich erklären? Ach ja, ich denke schon, dass wir genau den Markt Hard- und Software haben, den wir wollen oder doch zumindest verdienen. Übrigens behaupten manche Leute jetzt schon, ich würde ständig ebenso zu viel reden wie schreiben. Diese Leute nun noch mit einem Buch zu ärgern, wäre der Gipfel des Verbalsadismus. Verbalsadismus, ja, das ist so ein typisches Rainer Rossiert-Wort. Ich liebe seine Leserbriefe. Ich liebe diese Themen von damals. Es war einfach bunt, es war interessant, es war eng persönlich und es war immer spaßig und ich habe sie immer zuerst gelesen. Ach, das war eine schöne Zeit. Lieber Rainer, vielen, vielen Dank dafür. Wir schauen natürlich wieder auf die Spielecharts. Karstadt und Joysoft. Karstadt haben sie jetzt die Floppy-Charts mittlerweile weggelassen, dafür die CD-ROM-Charts auf 20 Plätze ausgedehnt. Was haben wir denn da? Rebel Assault 2 ist auf Platz 1, hat sozusagen den Vorgänger Rebel Assault, der ja lange auf Platz 1 war, abgelöst. Dann Hugo 2. Was? Hugo? Ach du Schande. FIFA Soccer 96, Star Wars exklusiv, das ist immer noch Dark Forces. Warcraft 2, The Need for Speed, Caesar 2, Command & Conquer, TFX, Eurofighter 2000, Randzocker, Myst, NHLs Hockey 96, Megapack 3, nicht schlecht, Bundesliga Manager Hattrick, Bleifuß, klasse, Battle Isle 3, Monopoly, 3D Ultra Pinball, The Dick und Stonekeep auf Platz 20 ist auch noch dabei. Wow, was für Charts. Was haben wir bei Joysoft? Da haben wir auch Rebel Assault 2 auf Platz 1, dann FIFA Soccer 96, Warcraft 2, Command & Conquer, NHL Hockey 96, Phantasmagoria, MechWarrior 2, The Need for Speed, Caesar 2 und Ascendancy. Mensch, habe ich immer noch nicht gespielt. Ascendancy, das muss ich dringend noch nachholen. Wir sind im Jahre 1996 und wir sehen mittlerweile, wie groß und bedeutungsvoll die CD-ROM auf diesen Magazinen wurde. Schaut euch hier an, ein Mittelteil, den man auch heraustrennen kann, nur für die CD-ROM. Da ist alles erklärt, was drauf ist. Also der Wahnsinn. Hier das Inhaltsverzeichnis. Unfassbar, wie viel Material da drauf war. Und hier dann auch eine Beschreibung. Wie wird's gemacht? Wie installiert man die CD? Wie greift man darauf zu? Was ist drauf? Was für Spiele? Wie steuert man sie? Was braucht man dazu? All diese Infos haben sie hier zusammengetragen in einer wahnsinnig aufwendigen Rubrik. Ja, also man sieht es wirklich, wie viel Aufwand sie sich gemacht haben, wie viel Mühe sie sich gegeben haben, um die Cover-CD-ROM erfahrbar zu machen. Also man sieht einfach den Stellenwert dieser CD, den Stellenwert, den sie für das Heft hatte. Und oft war es ja auch kaufentscheidend, was auf der CD-ROM drauf war. Ja, also wirklich unglaublich und für mich auch ein Quell der zahlreichen Spiele, die ich einfach getestet habe, die ich ausprobiert habe. Also ich habe mir damals wirklich viel Zeit genommen, die Demos auszuprobieren und oft hat es ja auch gereicht, eine Demo von einem Spiel zu spielen und zu entscheiden, ja, ist nicht meins, war okay. Ja, heute würde man dafür einen Steam-Refund nehmen. Damals waren es eben die CD-ROMs mit den Demos drauf. Ach, das war irgendwie doch cool. Kuriose Hardware gibt es ja immer mal wieder in den Heften. Hier, schaut mal, telefonieren übers Internet und zwar weltweit. Das ist natürlich sozusagen der Todesstoß für die Telekom, weil sie keine hohen Gebühren verlangen können, weil Internet ist halt Internetzugang und wenn es auf der anderen Seite jemand genauso macht,
dann hat er eben nur seine lokalen Internetgebühren und nicht diese horrenden Summen für landesübergreifende Telefonate, die waren damals ja noch sehr teuer. Ja, die Telekom gibt's immer noch, sie sind nicht pleite gegangen, trotz oder gerade weil das Internet sich einfach so ein bisschen durchgesetzt hat, konnte ja keiner ahnen, dass diese Technologie so erfolgreich sein würde. Ja, jedenfalls damals telefonieren übers Internet, das ist ja Neuland. Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Mit die Fugger 2. Ich bin gespannt, ob es grafisch schöner aussieht als die Vorschaubericht-Screenshots. Dann Congo Descent to Jin. Wing Commander 4. Oh wow, ich bin gespannt. Command Conquer, der Ausnahmezustand als Add-on zu Command Conquer, und Revolution Software gewährt Einblicke in ihr Studio. Das ist schon der Ausgabe 496 und ich werde ganz wuschig, wenn ich das Cover anschaue. Hier, schaut mal, Mark Hamill auf dem Cover mit Wing Commander 4, das 10 Millionen Dollar Spiel im Test. Wow, endlich geht's weiter mit dieser grandiosen Weltraumsaga auf dem PC. Aber noch weitere Spiele sind drin. Formula One Grand Prix 2, ebenfalls ein grandioses Spiel, und exklusiv hier Warcraft 2 Demo, 6 neue Missionen direkt von Blizzard direkt. Ja, so war das damals, ne? Exklusivdemos waren ein Verkaufsargument für die Hefte. Da haben sie sich natürlich versucht, gegenseitig auszustechen. Oh, ich freue mich sehr auf dieses Heft. Und ich freue mich auch, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Vielleicht bei dem Heft oder bei einem meiner Gameplay-Videos. Bis dahin habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.